Moin Leute, ich bin's Timo von Waldkult. Ich befinde mich hier an einem alten verlassenen Gebäude und ja, das ist ein Wohnhaus und ich denke, hier ist noch total viel erhalten, weil das sieht verlassen aus, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das verlassen ist. Auf jeden Fall steht da eine Tür offen und ich werde mir das Ganze erstmal angucken. Ich habe das mal wieder von der Straße aus gesehen und wenn ihr Bock habt auf eine kleine, aber feine Tour, dann seid wieder dabei. Warnhinweis. Alle in diesem Video gezeigten Inhalte sind unter keinen Umständen nachzumachen. Ich übernehme keine Haftung. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Scheint wohl keiner hier zu sein. Also das hätte mich auch gewundert. Hier ist vielleicht das Wohnzimmer. Hier liegt noch so ein Beil, so ein Handbeil. Schon im Eingangsbereich ist hier alles voll mit Utensilien. Hier haben wohl Leute Partys gefeiert, so wie das aussieht. Weil hier sind Party-Utensilien. Hallo? Ja, hier waren wohl mal die Toiletten. Ja. Mülltonne ist leer. Auch komisch. Hier hat jemand eine Party gefeiert. Da stehen die Sitzgelegenheiten, die Bierkästen, hier oben was zum Trinken, Brot zum Essen und dann haben die hier gegrillt. Ah, das ist schon krass. Hier steht eine alte Schubkarre. Hier ein Spiegel, der schon nichts mehr zeigt. Naja, gehen wir mal hoch. Alter Falter. Und hier geht es nochmal raus auf den Hof. Da unten war wohl die Werkstatt. Wie man hier sehen kann, das gucken wir uns später an. Ja, das war wieder so ein Zufallsfund. Ich bin durch die Gegend gefahren, habe mittlerweile immer meine Kamera dabei und meine Ausrüstung. Und ja, da dachte ich mal, gehe ich hier spontan mal rein. Ne? Mal gucken, was hier so abgeht. Und ja, bisher ist das sehr interessant. Steht ein alter Stuhl. Hier war vielleicht das Schlafzimmer. Aber Sachen sind ja auch keine mehr drin. Ich habe den Keller ausgelassen. Warum, weiß ich nicht. Aber ich gehe jetzt erstmal auf den Dachboden. Ja, guck mich da oben mal um. Hier sind auch noch so Putzutensilien. Ein Handfeger und eine Schaufel. Krass, ey. Diese Spinnweben hier. Ne? Das ist einfach nur krass.
Oh, der sieht schon übelst klein aus. Gehen wir jetzt mal rein. Gucken, was hier so abgeht. Oh. Das ist wirklich ein sehr kleiner Keller. Was liegt hier? Ist das etwa ein Molotow-Cocktail? Hier wollte wohl jemand die Bude anstecken. Hat aber nicht funktioniert. Krass. Ah, hier ist eine Pumpe drin. Ne? Hier stieg wohl das Wasser immer an. Und ja, das wurde dann regelmäßig rausgepumpt. Hier haben wir so eine Art Hobbyraum. Übelst alt schon alles hier. Hier eine alte Skibrille. Und ganz viel Kram. Wahnsinn, oder? Wie alt das alles sein muss. Ich vermute mal, dass hier wirklich so eine Art Messi-Haushalt war, das im ganzen Haus so aussah. Jemand versucht hat, das zu renovieren, es aber wohl nicht zu Ende gebracht hat. Und ja, also der Raum hier ist schon krass, ne? Also hier liegt alles noch so rum, wie es damals verlassen wurde. Und so sieht das auch draußen in der Werkstatt aus, wie ich auf den ersten Blick gesehen habe. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das wird bestimmt interessant. So, hier sind wir mitten in der Garage und hier stehen unheimlich viele alte Geräte. Leider ist das Dach schon eingestürzt, somit verrostet hier alles, ne? Und ist dem Verfall preisgegeben. Aber wir schauen mal zu und wir schauen uns das trotzdem mal an und mal gucken, was es hier so gibt. Hier haben wir als erstes so eine Art Fleischwolf oder irgendwas. Da hat man oben was reingesteckt und unten kam es halt wieder zerbröselt raus. Ja, hier haben wir wohl irgendwas mit Eiern, weil überall für Eier so Schachteln rumliegen. Ja, das heißt, hier in den Ställen waren wahrscheinlich dann Hühner oder so. Hier in einem großen Stall kann ich mir vorstellen, dass hier auch Schweine drin waren oder so. Das kann durchaus sein, ne? Aber was hier rumfliegt, das ist unglaublich. Das ist nicht erst seit gestern so, das ist schon ein paar Jährchen. So, was haben wir denn hier in der Kiste? Holz. Sehr interessant. Die Kiste ist aus der Küche 2. Wahrscheinlich Bundeswehr oder NVA irgendwas. Küche 2 und in grün gehalten. Ne? Schicke Kiste. Puh. Auch hier unheimlich viele Spinnennetze. Uralte Flaschen. Wahnsinn, ne? Das ist schon interessant. Das ist das Geile an solchen Anlagen. Hier war noch kein anderer drin. Könnte ich meinen Arsch für verwetten. Und ja, hier findet man halt total viele Sachen, die man so sonst nie gesehen hätte. Und das ist halt das Geile, wenn du an einen Ort gehst, den du nicht irgendwie von Leuten hast, die Adresse, sondern selber gefunden hast. Und das ist natürlich dann der Nervenkitzel, ne? Dass du dann quasi so als erstes da warst. Wahnsinn. Ja, Leute, hier habe ich einen kleinen Schatz gefunden, und zwar einen Haufen von Pfennigen aus der Deutschen Demokratischen Republik von 1969. Schöne Teile, ne? Das sind 20 Pfennig jetzt. Noch 10 Pfennige und 1 Pfennig. Und ja, so Marken für den Konsum. Das war so eine Einkaufsmöglichkeit. Die sind auch hier mit dabei. Ja, auch interessant. Hier haben wir so einen Scholz Patent-Inhalator in Originalverpackung von der VIB Inhalator mit Gebrauchsanweisung. Und der ist im makellosen Zustand. Ne?
Kann man nicht anders sagen. Schönes Teil. Aber das kommt wieder so zurück. Genau so, wie ich es gefunden habe. Denn hier wird nichts geklaut. Hehe. Genau. Gehen wir mal weiter. Ja, man muss sich das hier so vorstellen. Hier gibt es hinter mir mehrere Garagen und die sind alle vollgestopft mit irgendwelchem Kram. Und das werden wir uns jetzt mal angucken. Hier haben wir noch so eine Art Scheune. Die gucken wir uns jetzt als nächstes an. Hier waren vermutlich auch Tiere drin. Hier geht noch eine Treppe hoch. Und da oben sind noch weitere Räume. Aber wohl, das ist eine Stahltreppe. Kann ich machen. Dann muss ich durch die ganzen Spinnennetze hier durch. Dann komme ich oben auf so einen Dachboden, der aber schon extrem einsturzgefährdet ist. Hier war mal so ein Bogen geziegelt, nur dann verspachtelt. Ob mich das noch hält, ich weiß es nicht. Aber es sieht so aus, als ob da oben auch Tiere waren, denn hier ist alles voll mit Stroh. Ich bin jetzt hier mal hochgegangen und habe mich dazu entschlossen, aber nicht weiter zu gehen, weil das wirklich zu risikoreich ist. Auch hier sind die Steine teilweise eingebrochen und so, und das Risiko gehe ich einfach nicht ein. Deswegen gehen wir zurück in die anderen Räume, gucken uns da weiter um. Ja, krass, was hier alles rumsteht. Hier steht nochmal so eine Art Fleischwolf rum. Hinter mir eine Bohrmaschine. Ne? Dann haben wir hier von Black & Decker so eine Entastungsmaschine. Da oben liegen auch noch Akkus dafür. Und hier ist alles vollgepackt mit Klamotten, die man theoretisch noch gebrauchen könnte. Schade, dass sowas einfach verkommt hier. Aber wenn man hier mal reinguckt, sind da auch noch jede Menge Utensilien. Und ja, hier oben drauf auch. Aber hier ist schon das Dach leider eingestürzt. Ne? Ich bin in der nächsten Garage angekommen. Oh, das ist ja ekelhaft. Hier habe ich sofort einen toten Fuchs entdeckt. Ich denke, das ist ein Fuchs oder ein Hund. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall liegt er schon länger hier. Ekelhaft. Auch hier ist alles voll gestopft mit irgendwelchen Sachen. Hier haben wir wieder so eine Art Schredder. Was genau das ist, kann ich nicht sagen. Wahnsinn, oder? Alles voll mit Reifen. Ja, hier ist das Holzlager gewesen. Und hier ist auch noch irgendwas vom Pferd. Hier diese Teile sind von Pferden, so wie das aussieht. Das Geschirr vom Pferd, irgendwie sowas. Hier ganz krass, hier ist so eine alte Weinflasche oder sowas in der Art. Gesichert mit Stroh. Das ist natürlich krass, oder? Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Schickes Teil. Wahnsinn, was hier alles rumfliegt, ne? Vergammelt und keiner kümmert sich drum. Sehr schade, dass solche Häuser oder Anlagen allgemein verkommen und sich keiner mehr drum kümmert. Ja, da steckt viel Wert drin, auch ideeller Wert, und das verrottet einfach im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist nicht schön. Schade. So Leute, das ist auch schon wieder gewesen. Ich bin höllisch am Schwitzen. Das war übelst warm heute. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr lasst mir einen Daumen da. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Timo von Waldkult. Ciao mit V. So Leute, ich bin gerade auf einer Tour, besuche mehrere Orte gleichzeitig. Und vor kurzem hat mich Bertrand angeschrieben und
ja, ob ich das Produkt nicht mehr testen will, für zwischendurch eine schnelle Mahlzeit. Und ja, das haue ich mir jetzt mal rein. Es kommt hier in so eine Pulle rein. Bis zum Strich wird das mit dem Pulver aufgefüllt. Und ja, dann kommt noch so eine Kugel hier rein. Dann wird das aufgefüllt mit Wasser und dann wird das alles durchgemengt. Und dann ist das wohl eine gute Alternative zur festen Nahrung, sag ich mal. Ne? Das ist eine flüssige Variante. Mal gucken, wie das schmeckt. Ja, riechen tut das wie, weiß ich nicht, wie Hafer oder sowas. Und ja, soll wohl viel Proteine drin sein, Eiweiß und so ein Kram. Soll halt eine komplette Mahlzeit ersetzen. Ich fülle das jetzt mal bis hierhin. Ja, das ist übrigens aktiv Vanille, mit Vanillegeschmack. Wird sich zeigen, wie vanillig das denn schmeckt. Auf jeden Fall ist mein ganzes Auto jetzt zugesaut. Ja, passt ungefähr bis zum Strich. Ich habe übrigens vorher schon mal die Flasche getestet und wenn man da nur Flüssigkeit reinfüllt, muss man aufpassen, weil der Deckel lässt sich ganz einfach öffnen. Wenn man das umkippt, dann läuft hier automatisch Wasser rein. Es sei denn, es wird von hier gehalten und so getragen, dann läuft hier nichts raus. Ne? Aber dicht ist das nicht. So viel dazu schon mal. Jetzt werde ich hier Wasser reinfüllen. Ja, jetzt kommt hier diese Kugel rein und dann werde ich das mit Wasser auffüllen. Bis wohin genau ist mir nicht ganz klar. Aber ich denke mal bis hier ungefähr. Das soll dann eine vollwertige Mahlzeit ergeben. Das wäre für Wanderungen und so natürlich echt von Vorteil. Mal gucken, wie das schmeckt. So, Wasser ist aufgefüllt. Einmal durchshaken, am besten außerhalb vom Auto, sonst läuft das alles raus. Ja, wenn man hier den Finger drauf hält, ist das auch dicht. Soweit ich das sehen kann, das ist dicht. Also den Finger einmal schön drauf halten, dann passiert da auch nichts. Vielleicht kann ich sogar umdrehen. Ist zwar gewagt jetzt, aber da oben sind noch Reste drin. So, jetzt muss man ungefähr 3-4 Minuten warten, bis das ganze Material aufgequollen ist. Ja, und dann kann man schon anfangen zu essen. Mal gucken, wie das schmeckt. Ja, zwischendurch gucken wir uns mal die Zutaten an. Vitamin A, D, E, K, C, Thiamine, was auch immer das ist. Und allen möglichen Kram, Vitamin B12, 6. Also alles, was man so braucht, theoretisch. Ja, ich habe das Produkt übrigens kostenlos bekommen und mache hier keine aktive Werbung für, will das testen. Und ja, also die Flasche ist schon mal zum Shaken natürlich gut geeignet, aber so für zwischendurch zum Mitnehmen, für um daraus Wasser zu trinken, nicht, weil der Deckel sich halt so leicht öffnen lässt. Das ist natürlich schlecht. Und der hat hier innen drin keine Gummidichtung. Somit ist das Ganze nicht so schön, sag ich mal. Ne? Vielleicht ist das ja nur gedacht zum Schütteln. Ja, weiß ich nicht. Ja, es schmeckt wie so Haferschleim, würde ich mal sagen. Theoretisch ist das Setting, ich werde das jetzt alles mal leer trinken, ich habe noch so viel drin. Guck dann mal, ob ich satt bin. Ich habe seit heute Morgen, also ich habe nichts zum Frühstück gegessen. Wir haben jetzt 12 Uhr Mittag und ich habe schon relativ großen Hunger. Das werde ich jetzt bis zum nächsten Lost Place mal leer trinken. Und dann mal gucken, wie das Fazit ist. So, ich habe es jetzt komplett getrunken und das ist ungefähr 10 Minuten her. Ich bin jetzt angekommen, stehe mit meinem Auto und bin satt geworden. Ich muss sagen, ich bin satt geworden. Das reicht als für eine Mahlzeit. Macht sehr durstig, dann nachher was trinken und dann geht das klar. Geschmacklich ist das jetzt keine Koryphäe, aber darauf kommt es, glaube ich, hier auch nicht an. Es schmeckt halt wie so eine Art Haferbrei, Haferschleim, irgendwie sowas in der Richtung. Und ist sehr nahrhaft. Macht satt. Ne? Also kann man mal machen, wenn man Bock hat. Ne? Wenn man keine Lust hat, sich großartig irgendwie Essen zu kochen oder irgendwas, kann man das als Alternative nehmen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Timo von Waldkult.